Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Vigogis-Webinar. Mein Name ist Martin Ortner und ich darf Sie heute durch dieses Webinar führen. Wie Sie in der Ankündigung gelesen haben, sollte mein Kollege Kai Berenger mich heute begleiten. Leider ist Kai kurzfristig ausgefallen, weil er krank geworden ist. Ich wünsche ihm hiermit eine gute Besserung. Im heutigen Webinar geht es um räumliche Marktanalysen. Also ich möchte Ihnen einen Einblick geben, wie solche Marktanalysen funktionieren. Grundsätzlich dienen ja Marktanalysen dazu, Entscheidungen für Ihr Unternehmen besser, sicherer und gegebenenfalls auch schneller treffen zu können. Es geht also darum, aus einer Vielzahl von Kennzahlen und Daten Wissen für Ihr Unternehmen abzuleiten und damit die konkreten Maßnahmen abzuleiten. Erfahrungsgemäß wissen wir aber, dass viele Unternehmen räumliche Daten selten auswerten. Wir mit der Vigogis können Ihnen zeigen, wie einfach es ist, Daten räumlich auszuwerten. Es geht also darum, räumliche Zusammenhänge aufzudecken. Das Lieblingsfragewort bei der Vigogis ist das Wort wo. Wo habe ich viele Kunden? Wo habe ich Kunden verloren? Wo habe ich ein hohes Potenzial? Wo kann ich mein Händlernetz verbessern? Wie derartige Datenanalysen funktionieren, werde ich Ihnen heute präsentieren. Was werde ich Ihnen heute präsentieren? Im ersten Teil werde ich Ihnen anhand eines einfachen Beispiels einen Einblick in die räumliche Marktanalyse geben. Im zweiten Block geht es um das Thema der strategischen Händlernetzplanung oder Händlernetzoptimierung. Und abschließend werde ich Ihnen zeigen, wie Sie interaktive Marktanalysen mit unserer Lösung VigoWeb durchführen können. Jeder Block wird in etwa 15 Minuten dauern und abschließend habe ich noch Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten. Falls Sie schon während des Vortrags Fragen haben, bitte ich Sie, diese in den Chat zu schreiben, damit sie nicht verloren gehen. Und los geht's! Zunächst möchte ich Ihnen anhand eines Fallbeispiels aus der Praxis, wie es uns oft zugetragen wird, eine Marktanalyse vorstellen, eine räumliche Marktanalyse. In unserem Fall geht es um einen Fahrradhersteller. Dieser macht 45 Millionen Euro Jahresumsatz in Deutschland und sein Vertrieb erfolgt hauptsächlich über den Fachhandel mit einem Fokus auf Premium-Partner, weil die am meisten Umsatz generieren. Wir haben auch eine Fragestellung mit auf den Weg bekommen. Und zwar: Wir sollen die Wachstumsstrategie überprüfen und für das nächste Geschäftsjahr Wachstumspotenziale identifizieren, herausfinden, wo die sind. Dafür brauchen wir aber Daten. Wir haben die Vertriebscontrolling-Abteilung gebeten, uns Daten zur Verfügung zu stellen. Und die hat das auch gemacht. Und zwar hat sie uns diese Daten in Form einer Tabelle, einer Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt. Dies ist ein typischer Ausschnitt, wie wir sie oft bekommen von Kunden, interne Kennzahlen in Form von Tabellen. Das Gute ist, in dieser Tabelle, wenn Sie näher reinschauen, wir haben hier schon die ersten räumlichen Informationen, mit denen wir arbeiten können. Die ersten zwei Spalten zeigen die Landkreisnummer und den Landkreisnamen. Aber auch andere räumliche Informationen können wir hier ableiten, die indirekt in der Tabelle enthalten sind. Eine Frage an Sie jetzt. Können Sie auf den ersten Blick, wenn Sie diese Tabelle anschauen, räumliche Zusammenhänge erkennen? Können Sie weiße Flecken in Deutschland oder Potenzialgebiete ausfindig machen? Eher schlecht. Auch mit Excel-Visualisierungshilfen und die Balkendarstellungen hier oder farbliche Einfärbung der Zellen ist dies praktisch nicht möglich. Excel bietet auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel diese Balkendiagramme. So kann man räumliche Informationen auch zusammenfassen, zum Beispiel nach Bundesland. Hier haben wir dargestellt die Kunden pro Bundesland. Mit viel Fantasie könnte man vielleicht hier ein Nord-Süd-Gefälle erkennen, aber Wachstumsgebiete kann ich hier sicher nicht herausfinden. Deswegen schauen wir uns jetzt die Tabelle neu an und schauen uns diese räumlichen Informationen im Detail an. Wir haben hier 3 zusätzliche Spalten bekommen, die wir jetzt näher anschauen. Schauen wir uns einmal die Außennetzgebiete an und bringen diese Informationen einfach auf die Karte. Ich zoome mal ran, damit man es besser sieht.
Sie sehen, schwarz umrandet, das sind die Außendienstgebiete. Und die roten Umrandungen sind die Landkreise in Deutschland. Wenn Sie auf diese Karte schauen, fällt Ihnen schon was auf? Ich zoome nochmal rein. Da sehen Sie einen Unterschied, und zwar im Gebiet 5. Es gibt eine Insel vom Gebiet 5, die sind nicht zusammenhängend. Und zwar im Osten Deutschlands zwischen Gebiet 1 und Gebiet 2 gibt es einen kleinen Teil, der zum Gebiet 5 dazugehört. Das heißt, durch die Visualisierung der Außendienstgebiete haben wir schnell fehlerhafte Datenzuordnungen gefunden. Warum das so ist, wissen wir nicht, das kann historisch bedingt sein. Aber wir können schon eine konkrete Maßnahme eventuell ableiten. Und zwar, wir können die Vertriebsstrukturen anpassen und verbessern, damit unser Außendienst effizienter arbeitet. Wir haben aber auch noch mehr Informationen auf unserer Tabelle. Und zwar schauen wir uns jetzt hier ganz rechts die Anzahl der Kunden an. Wir machen das gleiche Spiel und bringen diese Informationen auf die Landkarte. Das schaut dann so aus, die Darstellung. Wir haben hier für Sie als Informationen den Kundenanteil pro Landkreis. Das heißt, wie viele Kunden gibt es im Landkreis im Verhältnis zu den Einwohnern. Grün heißt, wir haben einen sehr hohen Kundenanteil, rot, wir haben einen sehr geringen Kundenanteil. Da kann man schon einige Informationen ableiten. Zum Beispiel hier im Norden Deutschlands, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, haben wir ganz besonders viele Kunden. Also einen Kundenanteil. Das ist ja sehr erfreulich. Aber es gibt auch Gebiete, wo der Kundenanteil relativ gering ist. Und zwar hier in der Mitte Deutschlands, im südlichen Niedersachsen oder in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Wir haben auch spezielle Informationen hier im Westen. Wenn Sie das Saarland und Rheinland-Pfalz anschauen, haben wir ein Ost-West-Gefälle. Und Bayern ist grundsätzlich sehr unterschiedlich und sehr heterogen. Im Osten haben wir sehr wenige Kundenanteile, im Westen sehr viele und in einigen Städten ist es auch nicht sonderlich gut. Was haben wir daraus jetzt gelernt? Es existieren räumliche Cluster. Was verstehen wir unter Cluster? Für uns sind das geografische Verdichtungen von Merkmalsausprägungen. Und diese Cluster, wie Sie sie hier sehen, sind unabhängig von Bundeslandgrenzen oder Außendienstgebieten. Solche Informationen können Sie in der Tabelle nicht finden. Eine mögliche Maßnahme wäre hier, den Vertrieb auf diese Cluster hinzuweisen. Wir haben aber auch eine dritte Spalte, die wir uns näher anschauen werden. Und zwar haben wir hier die Umsatzinformationen. Diese bringen wir jetzt auch auf die Karte. Da haben wir jetzt ein anderes Bild bekommen. Und zwar sehen wir grün wieder einen hohen Umsatz pro Landkreis, rot sehr gering. Da sehen wir zwei Auffälligkeiten sofort. In Rheinland-Pfalz haben wir besonders viel Umsatz, auch in Schleswig-Holstein. Aber in der Mitte Deutschlands, im Osten, schaut es nicht so gut aus. Das heißt, wir haben einen weiteren Wissensgewinn gehabt mit dieser Darstellung. Was können wir ableiten daraus? Wir können im Vertrieb sagen, er soll sich auf jene Gebiete fokussieren, die wenig Umsatz generieren. Das ist ja grundsätzlich auch eine der Aufgabenstellungen, den Wachstum zu generieren. Wenn man jetzt diese zwei Karten nebeneinander stellt, links den Kundenanteil pro Landkreis, rechts den Umsatz pro Landkreis, haben wir zwei unterschiedliche Darstellungen unserer internen Daten. Die Frage, die sich mir stellt und die sich die Kunden oft stellen und der Fahrradhersteller, kann ich mit einer dieser Karten sehen, wie hoch mein Marktpotenzial ist, wo soll ich weiter verkaufen? Eher schwer. Bisher haben wir ja nur interne Daten angeschaut. Aber um eine umfangreiche Marktanalyse durchzuführen, brauchen wir auch die externe Sicht. Also wir müssen wissen, wie viel Marktpotenzial gibt es räumlich gesehen in Gesamtdeutschland. Hierfür haben wir unsere Vertriebscontrolling-Abteilung wieder gebeten, uns Informationen zur Verfügung zu stellen. Die hat sich auf die Suche gemacht und hat uns einen Marktbericht gegeben. Marktberichte werden für viele Branchen zusammengestellt, von einer Firma wie Nielsen, GfK oder Statista. Bei uns haben wir jetzt Informationen von der ZIF, das ist der Zweirad Industrieverband.
Und hier in dem Marktbericht steht, dass das Gesamtmarktpotenzial für Fahrräder in Deutschland derzeit 7 Milliarden Euro ist. Super, jetzt haben wir eine Kennzahl, 7 Milliarden Euro. So viel Geld gibt es dafür, für Fahrräder. Aber was machen wir jetzt damit? Wir wollen ja das runterbrechen auf die Landkreise. Also, das Ziel ist es jetzt, diese 7 Milliarden Euro auf die Landkreise runterzubringen. Dafür bedienen wir uns einer geografischen Methode, die heißt Disaggregation. Das ist ein sogenannter Top-Down-Ansatz. Das heißt, von oben brechen wir die Daten runter auf die einzelnen Regionen. Es gibt auch andere Ansätze, wie ein Bottom-up-Ansatz, auf den ich heute aber nicht näher eingehen werde. Um das zu tun, braucht man eine Maßzahl. In unserem Fall ist die Maßzahl, sind das die Einwohner. Ich habe das hier hinterlegt, bläulich, gräulich, sind das so Rasterzellen. Wir wissen also genau, wie viele Personen pro Rasterzelle wohnen. Aber es muss nicht immer die Einwohnerzahl sein, die als Maßzahl dient. Je nach Branche ist das unterschiedlich. Installateurbetriebe, die interessieren sich nicht für die Einwohnerzahlen. Für die ist wahrscheinlich die Anzahl der Haushalte interessanter. Oder ein Windelhersteller, der will wahrscheinlich nur die Anzahl der Babys oder Kleinkinder wissen. Schauen wir uns mal die Region um Bremen näher an. Wenn Sie das vielleicht genau anschauen. Diese Rasterzellen, das sind 5 mal 5 Kilometer Raster, die wir hier dargestellt haben. Und da haben wir auch die Bevölkerungsinformationen dahinter. Dunkelblau heißt, dort wohnen besonders viele Leute. Hell heißt, da wohnen weniger Leute. Also wir haben da eine wunderschöne Maßzahl, mit der wir weiterarbeiten können. Und wir können dadurch das Marktvolumen in Euro pro Landkreis deswegen ausrechnen. Und das ist das Ergebnis. Sie sehen jetzt dunkelblau jene Gebiete, wo unser Marktvolumen besonders hoch ist. Und in den hellen Gebieten ist das Marktvolumen gering. In dem Fall ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass die Landkreise mit einem hohen Bevölkerungsanteil besonders blau ist, weil wir ja die Maßzahl Einwohner hergenommen haben. Somit haben wir jetzt ein Marktvolumen pro Landkreis, das Gesamtmarktpotenzial für die Fahrräder in Deutschland berechnet. Schauen wir uns mal diese 2 Karten, die wir berechnet haben, nochmal genauer an. Auf dieser Seite haben wir unsere Performance, das heißt den Kundenanteil pro Landkreis. Und auf der anderen Seite haben wir das Gesamtmarktpotenzial. Also Potenzial versus Performance. Und wenn Sie schon genau hingeschaut haben, schauen wir uns das Saarland genauer an, haben wir schon die ersten Erkenntnisse. Rechts sehen wir, dass wir da sehr wenig Kundenanteile haben. Dafür ist das Marktpotenzial aber besonders hoch. Das ist schon wunderbar. Also, wenn man sich das so anschaut, wissen wir, dass hier viel Wachstum möglich ist. Was machen wir aber jetzt mit diesen 2 Karten? Wir wollen das ja für Gesamtdeutschland machen. Am besten wir verschneiden diese 2 Informationsebenen und es entsteht diese Matrixanalyse. Was sehen Sie hier? Potenzial versus Performance haben wir gegenübergestellt in Form einer Matrix. Wir haben hier nochmal das Saarland. Das ist jetzt blau eingefärbt. Wenn Sie die Legende anschauen, rechts blau, haben wir ein hohes Potenzial, aber wir performen sehr schlecht. Aber wir haben auch andere Informationen. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Hier haben wir ein geringes Potenzial, aber eine super Performance. Also der Markt ist dort super ausgeschöpft. Um Wachstumspotenziale zu identifizieren, sollte man sich somit auf die blauen Gebiete konzentrieren, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Man kann das natürlich auch rausfiltern in der Karte und somit jene Gebiete herausfinden, die ein besonders hohes Wachstumspotenzial für uns haben. Merken Sie sich mal Nordrhein-Westfalen, auf das werde ich näher eingehen im nächsten Abschnitt. Was habe ich Ihnen nun im ersten Teil des Webinars gezeigt? Nummer 1, ich habe Ihnen gezeigt, wie man interne Daten auf die Landkarte bringt. Ganz einfach. Wir haben Ihre Kennzahlen genommen und auf die Karte gebracht. Wir haben Transparenz geschaffen, zum Beispiel die fehlerhaften
Zuordnung Außendienstgebiet. Aber wir haben auch festgestellt, wo wir besonders gut performen und wo wir weniger gut performen. Wir haben regionale Marktpotenziale modelliert. Das heißt, wir haben eine Zahl genommen, die 7 Milliarden, und haben die mit Hilfe der Einwohnerzahl runtergebrochen auf die einzelnen Landkreise. Und das Beste ist natürlich, wir haben die zwei Informationsebenen verschnitten, um so Wachstumsgebiete zu finden. Das ist ja eine unserer Aufgabenstellungen gewesen. Im zweiten Teil des Webinars möchte ich Ihnen jetzt einmal etwas über eine strategische Händlerplanung erzählen. Wir nehmen dafür das Land Nordrhein-Westfalen näher in Betracht. Wir haben ja gesehen, dort haben wir besonders hohes Marktpotenzial. Nochmal zur Erinnerung, das ist die Matrix-Analyse nur mit Nordrhein-Westfalen und dort haben wir die blauen Gebiete, besonders viel Potenzial. Und jetzt schauen wir das im Verhältnis an mit unseren Partnern, die wir dort sind, unsere Fachhändler, unsere Premium-Partner. Diese bringen wir jetzt auf die Karte. Das sind die grünen Punkte, die Sie hier sehen. Wir haben hier 11 Premium-Händler in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, wo sind die platziert? Im Osten in Bielefeld, in Gütersloh, in Paderborn. Im Süden haben wir Bonn, Köln und Aachen. Wir haben 2 Händler in Düsseldorf und im Raum Bochum, Dortmund haben wir auch 2 Händler. Das ist ja sehr schön. Wir wollen aber wissen, wie gut versorgen jetzt unsere 11 Premium-Händler Nordrhein-Westfalen. Aus Erfahrung wissen wir mit unseren Partnern, dass unsere Kunden, unsere Endkunden, also die Bevölkerung, gern 30 Minuten in Kauf nimmt, um uns zu besuchen, unsere Partnerbetriebe zu besuchen. Deswegen haben wir jetzt Einzugsgebiete berechnet rund um unsere Standorte. Das sehen Sie jetzt hier. Grün hinterlegt sind jene Gebiete, die man innerhalb von 30 Minuten erreicht von unseren Partnerstandorten. Das ist eine super Information, aber wir wollen ja wissen, wie gut versorgen wir Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir machen eine Versorgungsgradanalyse. Das ist ganz einfach. Wir wissen, dass in Nordrhein-Westfalen mehr als 18 Millionen Einwohner sind. Mit den 30 Minuten Einzugsgebieten erreichen wir 10 Millionen Einwohner in etwa. Das heißt, der Versorgungsgrad ist 55%. Das ist ganz gut, aber auf jeden Fall verbesserungswürdig. Hier nochmal dargestellt, 55%. Merken Sie sich die Zahl. Was machen wir als nächstes? Wir wollen ja mehr verkaufen, das heißt eine größere Erreichbarkeit haben. In diesem Fall machen wir eine Greenfield-Analyse. Was ist eine Greenfield-Analyse? Wir nehmen Nordrhein-Westfalen her und sagen, es ist ein weißes Blatt. Wir haben bis jetzt keine Partner dort, keine Händler, die unsere Fahrräder verkaufen. Schauen wir uns das Potenzial nochmal an. Hier sehen die dunkelblauen Gebiete, sind jene Gebiete, wo wir ein besonders hohes Potenzial haben. Und die Fragestellung ist jetzt, wie müssen wir 11 Händlerstandorte so platzieren, dass wir möglichst viel Nachfragepotenzial, also unsere Einwohner, erreichen können. Unter der Prämisse, dass wir 30 Minuten fahren. Wir haben ja vorher auch 30 Minuten gehabt. Letztendlich ist es egal, ob wir jetzt 30 oder 40 Minuten nehmen. Dafür verwenden wir eine geografische Methode, die heißt Location Allocation und berechnen so 11 neue Standorte. Und zwar das Best-Case-Szenario. Die sind dort platziert, wo besonders viele Einwohner sind, wie Sie sehen. Schauen wir uns das nochmal in der Karte näher an. Wir haben im Osten jetzt nur einen Standort in der Nähe von Bielefeld-Gütersloh. Wir haben im Norden jetzt einen neuen Münster, in Dortmund, in Bochum. Wir haben in Oberhausen, Wuppertal, Düsseldorf, Köln, Bonn und Aachen Standorte. Was machen wir jetzt mit der Information? Wir machen dasselbe Spiel wie vorhin. Wir berechnen Einzugsgebiete. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist eine Spinnennetzdarstellung, ist eine andere Darstellungsform, um Einzugsgebiete zu berechnen. Und wir wollen natürlich jetzt auch den Versorgungsgrad berechnen. Selbe Spiel wie vorhin, 18,1 Millionen Einwohner. Mit unseren 11 Standorten erreichen wir 13,5 Millionen Einwohner. Und somit ist der Versorgungsgrad 75%, also wesentlich höher. Stellen wir das nochmal gegenüber. Mit unserem jetzigen Partnernetzwerk
versorgen wir 55%. Wenn wir das Best-Case-Szenario hernehmen, 75%. Was machen wir jetzt mit diesen Informationen? Wir haben jetzt 2 Szenarien berechnet. Wir haben unser bestehendes Standort, die grünen Punkte, und wir haben 11 neue Standorte aus dem Best-Case-Szenario. Wenn man jetzt mal näher reinschaut, vielleicht nicht ganz gut sichtbar, hier haben wir es gelb umrandet. Einige der Standorte sind bestätigt von unserem bestehenden Netz. Also Bielefeld, Köln, Aachen. Dann haben wir im Raum Düsseldorf, da haben wir sogar 2 Händler. Und im Raum Bochum, Dortmund haben wir auch einige bestätigt. Aber das Spannende ist, was wir jetzt herausgefunden haben, es gibt auch Standorte, die neu sind, sogenannte White Spots. Im Norden Münster, dann haben wir Oberhausen, Wuppertal und Mönchengladbach. Und letztendlich sind auch einige Standorte nicht bestätigt worden, wie Gütersloh, Paderborn oder der Standort südlich von Aachen. Fazit ist, 7 Händler sind bestätigt worden, was ja nicht schlecht ist bei 11 Standorten. 3 Händler sind nicht bestätigt, aber wir haben auch White Spots gefunden, was ja super ist. Was haben Sie jetzt im zweiten Teil des Webinars gesehen? Ich habe Ihnen gezeigt, wie man einen Versorgungsgrad berechnen kann und wie man mit Standortveränderungen oder neuen Szenarien, wie sich der Versorgungsgrad grundsätzlich ändert. Somit konnten wir White Spots herausfinden, die das Vertriebsnetz verbessern können. Und letztendlich kann man verschiedenste Händlernetzszenarien berechnen und optimieren. Jetzt in diesem Fall haben wir ja nur 11 Standorte genommen als Best-Case-Szenario. Man kann aber auch mehr Standorte berechnen oder auch die Fahrzeiten verändern. Das ist kein Problem. Kommen wir jetzt zum dritten Teil des Webinars. Wie können wir jetzt diese Informationen, die wir aus der strategischen Planung erhalten haben, operativ nutzen? Dazu werden wir unsere Lösung VigoWeb hernehmen. VigoWeb ist unsere browserbasierte Geomarketing-Lösung und wir können uns da einloggen und unsere Daten sind schon mit drinnen. Sie sehen wieder die 11 Standorte von unseren Premium-Partnern hier in der Karte dargestellt. Das Schöne am VigoWeb ist, man kann verschiedenste Ebenen mit einbeziehen und auch Daten berechnen lassen. Wenn wir jetzt einmal eine Berechnung durchgehen lassen, sehen Sie eine neue Datenebene, einen neuen Indikator. Hier in dem Fall sehen Sie die Erreichbarkeit. Wir haben die Erreichbarkeit von unseren Standorten berechnet. Wenn ich jetzt mal kurz reinzoome, damit Sie das besser sehen. Die Legende. Rot bedeutet, die Kunden fahren durchschnittlich unter 15 Minuten zu einem unserer Standorte. Gelb so zwischen 30 und 45 Minuten. Alles, was im grauen Bereich ist, schaut schon schlecht aus. Da müsste der Kunde schon über 45 Minuten fahren. Das heißt, wenn man sich das nochmal genauer anschaut, sehen wir sind nicht optimal verteilt. Also gerade im Norden und im Süden gibt es auf jeden Fall noch Gebiete, die wir besser abdecken können. Was machen wir jetzt operativ? Wir haben ja festgestellt, dass man White Spots gefunden hat. Das heißt, wir wollen neue Händler raufladen. Deswegen haben wir unseren Außendienst gebeten, sich in den 4 Städten, die wir herausgefunden haben, das war Wuppertal, Oberhausen, Münster und Mönchengladbach, sich umzuschauen und nach potenziellen Premium-Partnern Ausschau zu halten. Und diese waren recht erfolgreich. Die waren jetzt in 3 Städten, haben sie 3 potenzielle Partner gefunden. Und zwar in Münster, Wuppertal und Oberhausen. Und was machen wir jetzt? Wir können diese Daten ganz einfach ins VigoWeb raufladen. Es gibt da rechts oben einen Upload-Button. Es öffnet sich eine Upload-Maske, die einen durchführt, indem man einen Excel-File ganz einfach rauflädt. Es wird geokodiert, das heißt auf die Landkarte gebracht. Und Sie sehen jetzt die 3 potenziellen neuen Standorte, unseren neuen Händler. Ich habe sie schon differenziert eingefärbt, damit man das besser unterscheiden kann. Jetzt haben wir 14 Standorte. Und das Schöne im VigoWeb ist, man kann automatisierte Tasks hinterlegen. Das heißt,
nachdem ich die 3 neuen Standorte aufgeladen habe, habe ich die Erreichbarkeit neu berechnet und Sie sehen, es schaut schon wesentlich besser aus. Nochmal zum Vergleich. Nur unsere 11 Standorte und jetzt mit unseren 3 neuen Standorten kommen wir auf jeden Fall näher Richtung Niedersachsen oder zur holländischen Grenze. Das heißt, unsere Erreichbarkeit und somit Versorgung ist wesentlich besser. Mit VigoWeb kann man aber auch nicht nur solche gesamtheitlichen Netzwerkanalysen durchführen. Wir können uns auch Einzelstandorte genauer anschauen. In diesem Fall wollen wir uns nur unsere potenziellen Händler anschauen. Und zwar sind das die 3 neuen Standorte. In Münster, Oberhausen und Wuppertal. Da sind sie jetzt rot eingefärbt, wir haben sie rausgefiltert. Und jetzt schauen wir uns diese Standorte genauer an. Wir haben ja vorher festgestellt, 30 Minuten ist das Einzugsgebiet von Standorten im Schnitt. Und wir werden jetzt ganz einfach Einzugsgebietsanalysen machen. Das heißt, ich wähle diese 3 Standorte aus, dann gibt es einen Button, wo man Einzugsgebiete berechnen kann. Hier sehen Sie 30 Minuten. Man kann auch Kilometer angeben, aber wir bleiben bei den 30 Minuten. Und es wird sofort das Einzugsgebiet berechnet. Sie sehen, im Norden, in Münster, überlappt das Einzugsgebiet gar nicht mit den neuen Standorten, die weiter im Süden sind. Da gibt es eine Überlappung, leichte Überlappung zwischen Wuppertal und Oberhausen. Und was man sofort sehen kann im VigoWeb ist, ich weiß, wie viele Einwohner pro Einzugsgebiet wohnen. Ich habe hier in der Tabelle unten, habe ich jetzt mal Oberhausen selektiert, das sehen Sie hier jetzt orange markiert. Und in Oberhausen im Einzugsgebiet wohnen 4,1 Millionen Einwohner. Nicht schlecht. Für unsere österreichischen Zuschauer nur als Background-Info. Sie haben ja schon mitbekommen, Nordrhein-Westfalen hat 18,1 Millionen Einwohner, Österreich hat halb so viele. Aber flächenmäßig ist Nordrhein-Westfalen halb so groß wie Österreich, also sehr dicht besiedelt. Man kann aber auch andere Funktionalitäten nutzen, um das klarer darzustellen, wie zum Beispiel so Barcharts oder Balkendiagramme. Mit der Anzahl der Einwohner sehen Sie das sehr gut verteilt. Oberhausen, Wuppertal und Münster. In Münster haben wir relativ wenig, mit ca. 800.000 im Einzugsgebiet im Vergleich zu Oberhausen und Wuppertal. Also wenn ich mir das anschauen würde, würde ich mich vielleicht zunächst nur auf die oberen 2 Standorte konzentrieren und die Premium-Partner akquirieren. Aber wir wollen uns das etwas genauer anschauen. Man kann auch detaillierte Marktberichte berechnen. Hier unten, sehen Sie, kann man Berichte erzeugen. Wir haben hier einen Bericht hinterlegt und wir wollen uns die 3 Standorte im Detail anschauen. Hier in diesem Fall haben wir eine Versorgungsgradanalyse drinnen. Wir haben hier 30 Minuten eingestellt. Wenn ich hier den Bericht starte, wird im Hintergrund der Bericht erzeugt. Immer live, weil ich kann ja meine Einstellungen ändern, zum Beispiel bei den Einzugsgebieten. Und wenn er fertig ist, kann ich den als Word-Dokument runterladen. Es kann auch ein PDF sein oder eine Excel-Tabelle. Das ist jetzt unser Marktversorgungsbericht oder Versorgungsgradbericht. Sie sehen auf dem Deckblatt Informationen, dass wir eine Szenarienberechnung gemacht haben mit 3 Standorten. Dann haben wir so Überblicksinformationen mit den Einzugsgebieten. Und die dritte Seite ist dann jetzt spannender, da haben wir einige Kennzahlen. Im oberen Bereich, ich zoome mal kurz rein, damit man das besser sieht, haben wir ja die Informationen, die wir schon vorher abgemacht haben. Der Versorgungsgrad unserer derzeitigen 11 Standorte, 55%. Im mittleren Teil, zoome ich eher rein, haben wir jetzt die 3 neuen potenziellen Händler. Oberhausen, Wuppertal und Münster mit dem Einwohnerpotenzial in den 30 Minuten. Diese Informationen haben wir ja vorher schon gesehen. Aber spannend ist natürlich zu wissen, wie viel zusätzliches Potenzial erreichen wir mit den 3 Standorten. Weil die Einzugsgebiete sich ja überlappen, auch mit dem bestehenden Partnernetz. Und da verringert sich das schon. In Oberhausen haben wir nur 840.000 Einwohner, die wir zusätzlich erreichen. Dafür in Münster 565.000. Und wenn wir das noch prozentuell auswerten, sehen wir, dass wir in Summe knapp 11% mehr versorgen können.
Das heißt, wir haben eine Steigerung von den 55% am Anfang mit 3 Händlern auf 66%, was schon sehr viel ist. Man kann natürlich aber auch detaillierte Informationen raussuchen, und zwar für jeden einzelnen Standort. Hier ein Beispiel für Münster. Hier haben wir mal detaillierte Kennzahlen zu Einwohnern, auch die Anzahl der Haushalte, wir haben Kaufkraftinformationen hinterlegt oder die Altersstruktur. Letztendlich entscheiden wir gemeinsam mit Kunden, welche Informationen in diese Marktberichte reinkommen. Und diese detaillierten Berichte kann man für jeden einzelnen Standort verwenden.